Hallo. Ach, danke schön. Tschüss. Der J7 Plus Roomba iRobot. Ach, guck mal, so ein Was denn? Möchten die jetzt machen, ne? Da ist eine Reitmann. Super, da habe ich mich drauf gefreut. Dankeschön, Christine. Danke. Ach, das ist aber schwer, oder? Stopp! Wir machen darüber eine Review. Jetzt reicht's. Nein, geht bitte arbeiten. Schluss jetzt. ...156 Stunden Staubsaugen im Jahr, so die offizielle Statistik. Da hat niemand drauf Lust, ich auch nicht. Und darum haben wir hier den iRobot Roomba J7 Plus in einer Review. Was erwartet euch in diesem Video? Ein Unboxing des Ganzen hier, dann natürlich die technischen Daten, weil ja, so ein Staubsaugerroboter ist ein unheimlich komplexes, technisches Hightech-Gerät. Und dann wollen wir dem Ding natürlich auch auf den Zahn fühlen. Was kann er? Wie reinigt er? Wie gut reinigt er? Wie ist die Navigation, wenn mal Gegenstände im Weg sind und so weiter und so fort. Also, all das erwartet euch in diesem Video. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr uns ein Abo hinterlasst. Ganz einfach, da klicken und dann seid ihr immer aktuell informiert, was es an Neuigkeiten auf Tech4Fun gibt. Na dann mal los. Der J7 Plus unterscheidet sich zum J7 übrigens dadurch, dass eine Absaugstation dabei ist. Das gucken wir uns jetzt mal alles an. Da ist er, die Absaugstation. Die holen wir auch noch raus. Also erstmal macht er einen sehr hochwertigen Eindruck. Also das ist ganz toll verarbeitet. Was haben wir hier drin? Getting started. Erste Schritte. Und wir schauen mal. Dann haben wir hier eine Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen. Dann gibt es hier einen Ersatzfilter, finde ich gut. Auf der anderen Seite das Ladekabel für die Station. Klasse auch, dass hier kein Styropor und so viel Kunststoff verwendet wurde, sondern alles schön fein in Pappen eingewickelt. Und hier nochmal eine extra Bürste. So, hier oben eine sehr edle, glatte, hier aluminiummäßig glänzende Oberfläche. Hier gibt es den Einschalter. Dann haben wir auf der vorderen Seite eine Kamera für die Navigation. Und gucken wir mal auf die Rückseite oder auf die Unterseite. Also hier gibt es ein Doppelbürsten-Gummisystem. Dann gibt es hier die Bürste, die gut an die Ecken rankommt. Dann sind hier die beiden Kontakte zum Laden des Roomba J7. Dieses hier ist ja, der Auslass für die Absaugstation. Wenn der Roboter in die Absaugstation reinfährt, wird von hier der Schmutz aus dem Schmutzbehälter rausgesaugt. Dann habt ihr an der Seite einen kleinen Druckknopf. Da einmal raufdrücken und schon kann man den Staubbehälter rausholen. Was mir hier natürlich als allererstes auffällt, klar, Standard ein Filter und er ist recht groß. Hier so ein Gumminippel zum Absaugen und mit einem Handgriff kann der Behälter wieder arretiert werden und ist dann drin. Gucken wir uns mal die Absaugstation an. Also auch hier fällt sofort auf eine super Verarbeitung. Was ich zum Beispiel ganz toll finde, hier so ein kleiner, ja, sieht aus wie Leder mit dem Logo drauf als Öffnung. Und dann sieht man schon, wenn man hier reinschaut, den Staubsaugerbehälter und es gibt einen extra Behälter, also für Reserve-Staubsaugerbeutel. Und hier, wie beim Staubsauger, rein und raus machen und dann ist die Absaugstation einsatzfähig. Dann haben wir hier, ich zeige euch das mal, ist auch nicht besonders schwer,
Vorne die Kontakte und unten den Anschluss für den Strom. Dann kommen wir jetzt mal zu den technischen Daten. Was ist hier alles integriert in den iRobot Roomba J7? Der Roomba J7 reinigt Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl oder kurzhaarige Teppiche. Die Reinigung wird realisiert durch eine Raumnavigation, und zwar in Bahnen quer und längs. Es gibt ein dreistufiges Reinigungssystem, das könnt ihr euch hier mal anschauen. Und zwar konkret einmal hier durch diese Bürste, also so Ecken und Wände, und hier zweistufig einmal diese Gummibürste und dann die andere Gummibürste. Integriert ist auch Dirt Detect, so nennt das iRobot. Und zwar erkennt der Roomba J7, wenn Stellen besonders verschmutzt sind, und reinigt dort fokussiert und öfter. Ja, und Staubsaugerroboter im Jahr 2022-2023 sind eben hochkomplexe Computersysteme. Und beim J7 gibt es zum Beispiel ein System, da muss ich jetzt mal nachschauen, wie das heißt, User in the Loop Funktion. Das heißt, der Roboter fährt seine normalen Wege an und erkennt Gegenstände, also irgendwas, was auf dem Boden liegt, eine Socke oder sonst was. Davon macht er ein Foto, schickt dieses Foto in eure App und ihr könnt dann sagen, okay, das ist ein Hindernis, das immer da ist, oder das ist ein Hindernis, das nur temporär da ist, oder er soll es ignorieren. Also er lernt immer mehr dazu. Ganz toll von iRobot ein Versprechen an Haustierbesitzer. Wenn es nämlich tatsächlich irgendwie der Roboter mal eine Hinterlassenschaft nicht erkannt hat, eklige Sache, dann verspricht euch iRobot, ihr kriegt ein nagelneues Gerät. Ich selber habe auch einen Staubsaugerroboter, ein relativ altes Modell. Der muss jetzt auch wirklich aufs alte Teil. Und da hatte ich immer Probleme bei einem längeren Tisch mit den Stühlen. Da musste ich die Stühle hochstellen. Das soll beim J7 anders sein. Das heißt, der umfährt auch die Stuhlbeine perfekt. Was ich ganz stark finde, man kann dem Roboter Anweisungen geben. Also das geht über Amazon, über Google oder über Siri. Ja, um zur Anweisung gehen, dass er nicht komplett vielleicht die Wohnung oder das Haus reinigen soll, sondern nur einen Raum. Beispiel, in der Küche hat es gerade ordentlich gekrümelt beim Kochen. Kurze Anweisung an die Sprachassistenten. Und der J7 fährt nur in die Küche und reinigt nur dort und dann wieder zurück in die Lade- und Absaugstation. Natürlich sind auch automatische Zeitpläne möglich, die ihr in der App, die schauen wir uns auch noch an, programmieren könnt. Der Roboter soll immer zu bestimmten Zeiten fahren, wenn ihr zum Beispiel nicht zu Hause seid oder wie auch immer. Ja, und kommen wir hier nochmal zur Cleanbase. Die kann den Roboter 60 Tage lang entleeren. Das heißt, ich habe es vorhin ja im Unboxing gezeigt, ihr habt hier die Beutel und die sollen bis zu 60 Reinigungen halten. Also eine ganze Menge an Innovationen hier im J7 integriert. Manche Staubsaugerroboter arbeiten mit Lasersystemen. Da gibt es hier oben einen Turm. Der J7 macht das Ganze mit der Kamera. Die ist da vorne. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Und auch beleuchtet. Das heißt, auch in der Dämmerung kann er reinigen. Muss er auch. Die iRobot-App gibt es für iOS und Android. Ich habe sie mir schon runtergeladen und jetzt starten wir das Ganze mal. So, schon direkt nach dem Start schreibt er Roomba J7 und so weiter und so fort. Einrichtung erforderlich, festlegen. Machen wir. Dein Roboter mit dem WLAN verbinden. Ist das Netzwerk, mit dem sich dein Roboter, dein Whopper. Verbindung zu deinem Roboter wird hergestellt. Gut, jetzt leuchtet er blau. Drücken Sie auf die Taste des Roomba, um eine Verbindung zu Ihrem Smartphone herzustellen. Das mache ich doch. Mit dem WLAN verbinden. Mit WLAN verbinden. Kennwort bestätigen. Das heißt, er hat jetzt quasi über mein WLAN Zugang zum Internet und verbindet sich. Tadadadam, tadam. Dein Roboter ist jetzt verbunden. Gib deinem Roboter einen Namen. Und da habe ich die ganze Zeit schon nachgedacht, weil unser alter Roboter hieß Wilma. Und Wilma hat sich über die Jahre so eingeprägt. Jetzt kann ich den ja nicht auch Wilma nennen. Wir nennen ihn erstmal Roomba und überlegen uns später was. Vielleicht habt ihr eine Idee, wie können wir den Kleinen hier nennen, dann bitte gerne in die Kommentare. Okay, Roomba. Willkommen auf der Welt, Roomba. Ja, hallo.
Roomba ist ein Saugroboter der Serie Roomba J7 Plus. Während der Reinigung lernt Roomba dein Zuhause kennen und erstellt eine Smart Map. Das hatte ich schon gesagt in den technischen Daten. Das heißt, euer Haus oder eure Wohnung wird richtig kartografiert. Okay, hier tippen und Reinigung starten. Also, die Einrichtung war super einfach. So, was haben wir denn jetzt hier? Also, wir haben hier das Bildchen des Computers. Dann gibt es hier eine Karte. Wenn ich darauf gehe, kann es natürlich noch nichts geben, weil er ist hier noch nie durchgefahren. Dann ist hier der Akkustand, bereit zum Staubsaugen, Auffangbehälter leeren, überall saugen oder später dann eben kann ich die Räume eingeben, wenn er die Räume gelernt hat und eben einen Zeitplan. Dann gibt es Verlauf, Nachrichten und hier Roboter-Einstellungen. Dann gibt es Reinigungseinstellungen, Reinigungsdurchgänge. Also ihr könnt einstellen zum Beispiel Einfachreinigung, Zweifachreinigung oder Reinigung nach Raumgröße. Super, jetzt gucken wir mal, dass wir den auch mal mit Alexa verbinden. Sie sucht jetzt. Ruhe, Alexa, stopp. Okay, neue Aufgabe. Was haben wir hier? Konto Smart Home. Alexa, stopp. Hier ist es. Hier ist der Bereich Smart Home, Sprachsteuerung, steuern Roboter mit deiner Stimme. Wir wollen Siri Kurzbefehle und Amazon Alexa. Amazon Alexa. Reinigung per Sprache, Verbindung mit Amazon Alexa herstellen. Das machen wir. Verknüpfen. Okay, Alexa ist verknüpft. Jetzt versuchen wir es mal. Alexa, starte die Reinigung mit Roomba. Soll der gesamte Bereich gestaubsaugt werden? Ja. So, ich hoffe, der fällt jetzt nicht vom Tisch runter. Nein, natürlich nicht. So, die Lautstärke ist absolut okay. Alexa, sage Roomba, er soll zur Homebase gehen. So, und jetzt fährt er hier die Home-Station an. Da-da-da-dam, da-dam. Gut, das ist kinderleicht, die Einrichtung. Das hat richtig Spaß gemacht. Auch die Einrichtung mit Alexa. Nein, du bist jetzt ruhig. War super. Und jetzt denke ich, testen wir das Ganze mal im Hausgebrauch. Der Roomba J7 Plus ist jetzt hier in der Ecke installiert. Ein bisschen knapp, eigentlich soll er 50 cm rechts und links installiert werden, aber wir versuchen das Ganze mal. Und jetzt sagen wir mal zu Alexa, mal sehen, ob die uns hört in der Küche. Alexa, starte die Reinigung mit Roomba. Soll der gesamte Bereich gestaubsaugt werden? Ja. So, und jetzt gucken wir mal. Ihr seht, er startet. Und jetzt lassen wir ihn auch mal laufen, damit wir das Ganze, also hier komplett das Erdgeschoss kartografieren können. Und dann gucken wir uns in der App mal an, welche Räume er erkannt hat. Ja, der J7 ist fertig mit der Reinigung. 1 Stunde 20 ungefähr hat er gebraucht. Hier seht ihr, er hat eine komplette Karte erstellt von unserem Erdgeschoss und fährt jetzt zu der Station und parkt dort zum Laden. Dann gibt es noch den Absaugvorgang nach dem Reinigungsvorgang. Das heißt, es wird dort abgesaugt, sehr laut wie ein Staubsauger, aber dauert nur 5, höchstens 10 Sekunden. Und dann ist der erste Reinigungsvorgang vollzogen. Also, der erste One hier durch unser Haus, durchs Erdgeschoss, ist super gelaufen. Auch wirklich toll in die Ecken gegangen.
Und jetzt schauen wir mal, wie sieht es aus mit Staub in einem Extraraum, wo wir ihn mal mit Zeitraffer fahren lassen. Ein kleiner Testraum. Herrlich. Was für eine Vorstellung, mal einfach Schmutz zu machen. Hier sind ein paar Brotkrumen und Kekskrumen. So, und dann haben wir noch ein bisschen feinen Sand besorgt. Den schütten wir jetzt auch entsprechend mal hier raus. Mal eine größere Stelle, mal eine kleinere. So. Okay, dann wollen wir doch mal sehen. Sieht ja grauenhaft aus. Was das wird. So, jetzt dürfte er fertig sein und wir gucken uns das Ergebnis mal an. Ja, das sieht gut aus, auch in den Ecken. Wunderbar, ein paar Stellen, hier zum Beispiel, da muss man dann wahrscheinlich bei so einem Schritt Dreck eine Zweifachreinigung machen, aber gutes Ergebnis. Das soll nun der Härtetest sein. Das sind die Stofftiere von Bella. Die kommt da an. Bella, sag mal, was ist denn da? Und jetzt wollen wir mal sehen. Lass die mal da. Wie die Hinderniserkennung ist. Bella, du bist auch ein Hindernis, nicht? Okay, bis jetzt hat er das richtig toll gemacht. Ihr habt es gesehen. Er fährt um die einzelnen Hindernisse vorbei. Bella, geh mal weg da. Stoppt. Was ist denn da los? Bella, was ist denn los? So, jetzt hat Bella das Hindernis weggemacht. Und jetzt schauen wir mal. Nächste Runde. Perfekt. Er fährt also nirgendwo gegen mit seinen Bumpern, erkennt die Hindernisse und fährt herum. Und jetzt steigern wir das Ganze mal. Ganz viele Stofftiere einmal rundherum. Mal sehen, was der J7 jetzt anstellt. Eingekesselt in einer Armada von Stofftieren, wird er sich sicher seinen Weg bahnen. Sehr gut. In erster Linie kauft man sich ja so einen Staubsaugerroboter, damit zu Hause sauber ist. Das ist hier auch der Fall, natürlich. Aber das Ding macht auch riesen Spaß. Einfach die Bedienung mit der App, die Anbindung an Smart Home Systeme, dann Amazon, Google Assistant oder Siri. Das finde ich super. Die Kartografierung, das heißt, dass man dem iRobot oder den Roomba J7 sagen kann, reinige mal da, mach das. Was ist mir noch aufgefallen? Eine super Verarbeitung. Richtig laut. Also das klingt schon wie ein Kraftwerk, ist hier die Absaugstation, aber nicht lauter als ein normaler Staubsauger und das geht auch relativ schnell. Die Saugleistung ist in allen Bereichen für mich absolut top, also rundum zufrieden und ich freue mich mit dem Roomba J7 Plus künftig meinen Haushalt sauber zu halten. Das war's für heute, meine Review zum iRobot Roomba
J7 Plus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tech for Fun.